Hallo, hier ist Justus. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim 4. Film meiner Jakobsweg mit dem Fahrradtour. Heute entdecken wir das unglaubliche Lothal. Wenn ihr mal wohin möchtet in Frankreich, dann ist das unbedingt ein Tipp. Wir entdecken weitere mittelalterliche Dörfer. Die Landschaft ist geprägt von Weinanbau, von Sonnenblumenfeldern, von Maisfeldern. Wir fahren mitten hindurch und irgendwann sehen wir die Pyrenäen, ein unglaubliches Gefühl nach so einer langen Strecke. Wenn euch der Film gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Viel Spaß! Abschied von Caen, ein Highlight dieser Tour. Auf der anderen Seite geht es steil nach oben. Und nun wieder oben in den Highlands. Muss ich euch mal zeigen, wie es hier aussieht. Bin ich dankbar, dass ich Scheibenbremsen habe. Aber auch die sollte man ab und zu entlasten und entlüften, kurz losmachen. Aber jetzt haben wir es dann bald geschafft. Ein Jungeichenwald hier und siehe da, es ist heute bewölkt. Es nieselt ab und zu etwas und schön, unglaublich angenehm zu fahren. Endlich mal nicht 30 Grad im Schatten, sondern hier vielleicht so 18, 20. Das tut gut, da kommt man vorwärts. Allerdings irgendwie gefühlt immer nach oben. Das Lothal liegt vor mir. Ich kann es kaum glauben, was für eine Landschaft sich vor mir auftut. Der Fluss ist 481 Kilometer lang und entspringt im Zentralmassiv Frankreichs. Er hat sich sichtlich in die Landschaft eingegraben und beeindruckende Felswände erschaffen. Ja, hier über dem Lothal läuft die Straße entlang. Über den Felsen haben Vögel hervorragende Nistplätze gefunden. Und wieder überraschend finde ich ein mittelalterliches, anmutendes Dorf an den Hängen des Lothals. Ich mache es mir zum Sport und fahre die Gassen hoch bis ins Zentrum. Mit meinem Gepäck ziehe ich so manche Blicke auf mich.
Von hier geht es wieder steil bergauf. Die Hitze macht mir zu schaffen. Der schattige Rastplatz ist mir willkommen. Er wird wohl nicht oft benutzt. Die Zikaden zirpen um die Wette und die Schmetterlinge flattern um die steinerne Schutzhütte. In Montcuq ist der Campingplatz geschlossen. Über Google rufe ich verschiedene Unterkünfte an. Ziemlich frustrierend, wenn man kein Französisch spricht. Als ich wieder mal eine Nummer wähle, werde ich sofort auf Deutsch angesprochen. Was für eine Freude! Etwas außerhalb des Dorfes finde ich eine wunderbare Unterkunft, die mir nach so vielen Kilometern richtig gut tut. Ich bekomme noch ein richtiges indisches Abendessen und wir unterhalten uns über das Woher und Wohin und über das Dies und Das. Schöne Momente im Leben, die sich einprägen im Unterbewusstsein. Die Landschaft verändert sich nun deutlich. Obst- und Weinanbau, Sonnenblumen- und Maisfelder, wieder Wege an Kanälen entlang. Es geht weiter und weiter. Man mag ja dazu eingestellt sein, wie man will, aber Mais bewässern, auch vielleicht wollen wir das jetzt auch mal genießen hier. Es regnet, es regnet, und wie? Ui. Das hat gut getan. Der Weg stellt einem immer wieder Herausforderungen. Doch je länger man auf dem Weg ist, je leichter wird die Aufgabe. Wie im echten Leben. Leute, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber das da hinten sind die Pyrenäen. Die Pyrenäen, direkt vor uns. Ziemlich hart, 1000 Höhenmeter heute, bei 77 Kilometer. In Navarrenx werde ich von einer Scout-Gruppe aufgenommen. Die Pfadfindergruppe ist 14 Tage auf dem Jakobsweg unterwegs und macht dann 14 Tage Dienst in einer Pilgerunterkunft. Ich werde in ihr Leben wie selbstverständlich eingebunden und natürlich zur Messe eingeladen. Wieder Begegnungen, die man im Leben nicht missen möchte. Die Landschaft ist Maisbau, Weinbau, Viehzucht, Wald, keine Wiesen.
Heute ist irgendwie kein so guter Tag. Der Weg führt dauernd der Bundesstraße entlang. So kann es auch mal gehen. So langsam geht es in die Pyrenäen. Und ich denke, dass mit den Nebenwegen hier eng wird, eine vernünftige Route zu finden. Dafür ist der Fahrradweg gut gekennzeichnet. Morgen durch die Pyrenäen. Ach ja, was auch schön ist, das Wetter ist heute nicht so drückend heiß, sondern es bewölkt. Teilweise tröpfelt es sogar. Saint-Jacques-Pied de la Porte. Ich kann es kaum glauben. Ich bin gesund und ohne Unfall an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien angekommen. Saint-Jacques-Pied-de-Port ist für viele Pilger der Startpunkt für die Wege nach Spanien. Entsprechend touristisch ist der Ort. Und trotzdem, der Ort hat eine mystische Ausstrahlung und man kann so viele schöne Dinge entdecken. Was mag wohl auf meiner weiteren Fahrt kommen? Die Pyrenäenüberquerung liegt vor mir und belastet mich. Schaffe ich es? Wie wird die Fahrt durch Spanien werden? Im 5. Teil meiner Jakobsweg mit dem Fahrradtour werdet ihr mehr erfahren. Abonniert meinen Kanal und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Bis bald!